100 € für eine Politur? Max, du bist doch verrückt. So teuer, das kann ja gar nicht sein. Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich höre ab und an mal, wenn Kunden kommen, haben Anfragen, stellen ihr Auto vor und sagen, hier, ich hätte gerne einmal gereinigt und natürlich auch poliert. So, dann wollen die einen Preis haben, dann kriegen die einen Preis von mir. Ich habe eine sehr ausführliche Preisliste, die ich mittlerweile führe, die dadurch entstanden ist, dass ich wirklich jede Zeit, die ich für ein Auto aufwende, dokumentiere. Also nicht nur die Zeit, sondern auch, was ich mache, sodass ich das am Ende des Jahres spätestens auswerten kann und kann sagen, okay, für die und die Arbeit bei der und der Fahrzeuggröße habe ich die und die Zeit gebraucht. Ich kann mich auch meistens daran erinnern, war das Auto sehr dreckig, war das Auto sehr zerkratzt oder war es weniger zerkratzt. Und das sieht man dann auch in den Zeiten sehr, sehr gut. Und die Kunden fallen ab und zu dann mal hinten über, wenn dann der Preis für die Politur kommt. Und woran das liegt, das will ich euch in diesem Video mal erklären. Ich habe jetzt hier hinter mir so einen Golf 8, der ist noch relativ neu, aber der hat jetzt eine Politur bekommen, und zwar das kleinere Paket. Ich habe zwei Pakete. Grundsätzlich, man muss natürlich dazu sagen, ich mache auch individuelle Pakete. Am Ende ist es sehr häufig, dass die Pakete nur eine gewisse, einen gewissen Rahmen bieten, den der Kunde erstmal sieht, okay, das und das ist da mit drin. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, okay, da ist ein größerer Kratzer, den macht man dann noch zusätzlich, oder der Kunde wünscht nochmal eine kleine Innenraumaufbereitung, dann verpackt man das da irgendwie noch mit rein oder eine Scheibenversiegelung und oder. Ganz viele Oders, und das führt dann meist zu einem sehr individuellen Preis. Die Preise, die ich euch am Telefon oder per E-Mail oder sonst wo sage, sind meistens die Preise, die sich aus meiner Preisliste ergeben. Also aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich gesammelt habe, die ich dokumentiert habe. Und das sind keine Schätzpreise oder irgendwas, sondern die beruhen darauf, dass ich eine Stundenanzahl brauche für dieses Auto und es einen Stundenpreis gibt, der sich danach berechnet, dass ich selber was daran verdienen will, dass ich aber auch Aufwendungen habe. Und das sind natürlich Aufwendungen, die da anfangen, wie zum Beispiel Miete für das hier alles. Dann Material. Ich brauche Polierung, ich brauche Politur, ich brauche Reiniger, ich brauche Tücher, ich brauche Polierpads, ich brauche Poliermaschinen und. Also da kommen ja ganz, ganz viele Sachen dazu. Und das will ich euch hier auch in dem Video einmal aufschlüsseln, wie sich so ein Preis am Ende ergibt für so ein Auto und dass das nicht aus der Luft gegriffen ist. Ja, auch das Auto hat natürlich ein individuelles Paket bekommen. Der hat nicht nur die Politur bekommen, sondern der hat auch zum Beispiel die Felgen keramisch versiegelt bekommen. Der hat einen Radwechsel bekommen, weil er auf Winterräder gekommen ist, hat aber seine Sommerfelgen vorher gebracht. Die habe ich keramisch versiegelt, weil die noch neu sind. Und die sind jetzt auf das Auto gekommen. Also so, ihr seht, so entsteht dann zum Beispiel so ein Paket und dann auch ein individueller Paketpreis. So, wir fangen an. Womit fängt man beim Auto mal an? Das ist ganz klar, wir fangen mit der Wäsche an. So, und die Wäsche, da sind wir alleine schon im Schnitt, sage ich jetzt mal, bei einer Stunde Aufwand tatsächlich für eine gründliche Reinigung. Das Auto war jetzt hier mal nicht extrem verschmutzt im Vorfeld, aber natürlich trotzdem hat man diesen Prozess, der ja immer etwa gleich abläuft. Ich habe das schon in ganz, ganz vielen Videos von mir gesehen am Anfang, wie so eine Wäsche halt abläuft. Und natürlich brauche ich nicht nur Reiniger dazu, sondern ich brauche auch Geld, denn ich fahre in eine SB-Box, die nicht mir gehört, und dann muss ich da halt entweder Euros reinwerfen oder ganz angenehm hier bei der, wo ich waschen fahre, ist mit so einer Karte, und die Karte kann man halt mit ein bisschen mehr Geld aufladen, so hält die halt ein paar Autos. Ich sag mal, im Schnitt ist es zwischen 10 und 20 Euro, versenke ich da tatsächlich für so ein Auto, für so eine Wäsche, alleine für die SB-Box. Und natürlich die Zeit. Die Zeit kommt noch dazu und dann natürlich auch noch Reiniger. So, und da fängt es an dann mit normalem Shampoo und geht dann weiter mit der ganzen Palette an Reinigern, die man halt so braucht. Was kommt auch noch dazu? Das ist natürlich klar, so eine Bürsten und Pinsel, auch die brauche ich für die Reinigung. Jetzt könntest du sagen, okay, die schaffst du doch nur einmal an. Ja, schön wäre es, wenn die ewig halten würden. Wenn ihr zu Hause euch ein paar Bürsten anschafft und damit dreimal im Jahr euer Auto wascht, dann hält das lange, ja, aber wascht mal 10, 20 Autos im Monat, dann hält so eine Bürste auf einmal nicht mehr so lange, gerade Felgenbürsten.
geben auch gerne mal den Geist auf. Ich möchte hier auch einmal ganz klar mit diesem Vorurteil aufräumen, dass viele Leute denken, eine Politur ist nur ein Wachs auf das Auto draufschmeißen. Wenn es so easy wäre und dann wären die Kratzer weg, dann ja, schön. Aber für mich ist eine Politur immer eine Defektkorrektur. Ich biete hier im Programm Grundreinigung euch die Möglichkeit, das Auto wird komplett gereinigt, innen wie außen. Und danach kommt da ein Sprühwachs drauf, was ähnlich wie, ich sage jetzt mal, ein einfaches Wachs ist. Ist auch wirklich gut, perlt auch sehr, sehr schön ab, bringt einen gewissen Glanz und überdeckt den einen oder anderen mikrösen Kratzer, nenne ich es jetzt mal. Aber richtige Kratzer gehen davon natürlich nicht weg. Und ihr könnt natürlich auch mit Politur richtig übers Auto polieren und dabei keine Kratzer entfernen. Das geht tatsächlich und das kann man auch sehr, sehr schnell machen, wenn man das möchte und wenn man sehr eilig mit einer sehr großen Poliermaschine drüber geht, wie zum Beispiel hier mit so einer 125er, die Maschine habe ich auch schon mal vorgestellt, hier ist das Video, und nehmt ihr zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal, damit ihr mal was vor Augen habt, nehmen wir hier sowas. Das ist eine Politur von Sonax, die hat schon Versiegelung mit drin, die hat keine allzu große Schleifwirkung und dementsprechend entsteht hauptsächlich Glanz und halt ein Versiegelungseffekt. So, hinterher abpolieren, fertig. Schafft ihr ein kleines Auto, also wirklich ein kleines Auto, so Polo Golf, die Richtung, schafft ihr in 2-3 Stunden. Ist das fertig. So, glänzt, ist versiegelt, ciao. Dazu kommt auch noch die Reinigung. So, sind wir schon bei 4 Stunden. Ja, reden wir weiter. Jetzt ist es natürlich nicht mit der Reinigung an sich getan. Also ihr könnt nicht denken, dass hier ein professioneller Fahrzeugreiniger das Auto nur mal schnell überwischt und dann sofort die Poliermaschine schnappt und so. Das wird gerne so dargestellt und deswegen glauben viele Menschen auch, dass eine Politur echt kein Geld kosten kann. Kamen schon Leute an, die dachten, sie kriegen für 40 € eine Politur. Ich weiß ja nicht, das kostet so eine Flasche, also nur mal zum Verhältnis. Ja, man braucht keine Flasche für ein ganzes Auto, das ist auch klar, will ich gleich mal sagen. Also man braucht auch keine halbe Flasche oder so. Aber die Vorstellung der Menschen oder der Kunden geht da teilweise schon sehr auseinander und sehr weg von der Realität. Es gibt natürlich Aufbereiter, da kriegt ihr für einen relativ günstigen Kurs eine Autoreinigung mit Politur. Das geht teilweise bei 100 € los, aber das muss immer jeder wissen. Denn ihr müsst natürlich auch immer daran denken, ihr könnt nicht für die 100 € dasselbe erwarten, wie wenn ihr hier bei mir 500-600 € ausgebt. So, das ist klar. Denn ihr müsst ja dran denken, derjenige verdient damit sein Geld. So, das heißt, der muss ja alleine sich selber mal bezahlen. Und auch ich möchte ja am Ende einen Stundenlohn haben, der tatsächlich übrig bleibt und nicht einfach nur Geld einnehmen, um dann neue Produkte davon kaufen zu können, denn dann bin ich irgendwann pleite. Das funktioniert natürlich nicht. Nein. Und wie gesagt, es liegt bei euch, wie viel ihr ausgeben wollt. Ich will euch hier in dem Video nochmal zeigen, wie der Preis bei einem wirklichen Profi oder Detailer zustande kommt, wie er halt so zustande kommt. Das ist individuell für jeden einzelnen Fahrzeugaufbereiter. Ich spreche nur für mich. Jeder andere wird da seinen eigenen Preis haben. So, und wie eben schon gesagt, nach der Wäsche ist es natürlich noch nicht fertig, dann können wir noch nicht anfangen zu polieren, sondern dann geht es weiter mit Kneten. Ja, Kneten nein. Was ist Kneten? Habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Knete ist hier, das ist tatsächlich, sieht aus wie Knete, fühlt sich an wie Knete, lässt sich kneten, überraschend. Und zwar macht man damit die Unreinheiten vom Lack weg, die sich beim Waschen noch nicht gelöst haben. Und das sind sehr feste Bestandteile. Das ist zum Beispiel eingebrannte Vogelkotsachen, Insektenreste, Teerflecken, solche Sachen, Rostpickel. Das kriegt ihr tatsächlich mit dieser Knete weg. Das hier ist die milde. Es gibt noch eine mittlere und auch eine scharfe. Das kommt immer auf den Zweck an, den man braucht. So ein Stück, beziehungsweise hier so eine Packung kostet tatsächlich
über 10 €, hält allerdings auch viele Autos lang, aber ja, nur damit ihr das mal gehört habt. So, damit ist es tatsächlich noch nicht gegessen. Und zwar brauchen wir dann auch noch ein Knetgleitmittel. Das ist speziell für diesen Zweck. Das sorgt dafür, damit die Knete schön über den Lack gleitet, denn die würde ansonsten einfach nur hängen bleiben. Die ist ja wie Gummi, die würde wunderbar halten. Und dann würden wir die einfach nur abrubbeln und hätten keinen Effekt, beziehungsweise würden sogar noch was zerkratzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, warum machen wir das? Das sieht man ganz schön hier an diesem Stück. Die ist ursprünglicherweise weiß, die ist schon generell sehr grau jetzt spätestens nach dem Einsatzzweck. Ich blende euch noch mal ein Foto ein, wie die zwischendurch aussah. Warum sieht die so grau aus? Hier war tatsächlich auf dem Auto irgendein richtig fieser eingebrannter oder halb eingebrannter Industriestaub drauf. Und zwar auf allen liegenden Flächen und teilweise sogar an den Seiten, der erstmal runter musste. Der Lack hat sich vorher so richtig schön rau angefühlt durch diesen Staub, der da fest drauf saß, und der muss erstmal runter. Den wollen wir nicht polieren, sonst hätten wir den im Polierpad. Das wollen wir nicht. So, nachdem wir jetzt das Auto gründlich gewaschen haben, wir haben es vorbereitet, wir haben es abgeledert, wir haben es dann nochmal geknetet, wir haben das dann auch nochmal entfettet, kommt auch nochmal dazu, dann können wir tatsächlich anfangen zu polieren. Und dann gucken wir uns den Zustand an, machen einen Testspot. Das habe ich auch schon in ganz, ganz vielen Videos erklärt. Man macht so einen Testspot, um zu gucken, welche PET-Politur-Kombination am besten auf dem Auto funktioniert. Manches kennt man schon, als Aufbereiter hat man schon ein gewisses Gefühl dafür, wo die Reise hingehen wird. Aber man erlebt immer mal wieder Überraschungen, auch bei bekannten Autoherstellern, wo man schon denkt, man hat alle Lacke gesehen und dann kommt doch noch mal was einen dann doch, wo man doch erstaunt ist. Genau. Genau, und dann kommt es natürlich ganz, ganz stark drauf an, welche Größe an Polierpad ihr nehmt. Ihr braucht einfach mehr Zeit, umso kleiner die Maschine am Ende wird. So, und die typischen 3 Größen, die ich hier verwende, sind 125er, dann haben wir eine 80er bzw. 70er und dann habe ich noch die kleine 30er Akkumaschine. Und natürlich, wenn ihr viel diese Maschine nutzt, dann braucht ihr viel, viel mehr Zeit, um die ganzen kleinen Ecken und Kanten auch vernünftig zu polieren. Anstatt, wenn ihr einfach nur mit der großen einmal grobschlächtig überall über die Flächen drüber geht. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie sehr gehe ich ins Detail. Der Kunde hier hat jetzt tatsächlich nur das kleinere Paket gebucht. Das heißt bei mir One-Step-Paket. In der Regel ist es kein One-Step, außer es ist wirklich, keine Ahnung, ein Weiß, ein Silber, sowas, wo man wirklich mit einer Kombination vernünftig ein Finish fahren kann. So, nun ist das aber ein Blau von VW, das sehr, sehr hart ist, sich sehr schwer polieren lässt und wo Kratzer, die drin sind, nicht mit einem Step rausgehen und ein schönes Lackfinish erreichbar ist. Ist so, per se. So. Und da kommt ihr dann auch mit der Exzenter-Maschine nicht dahin, dass ihr sagt, okay, ich habe einen guten Kompromiss zwischen, ich fahre einmal und es ist fertig. Ich sage es euch, wie es ist. Ich habe die Zeit gebraucht, die auch veranschlagt war, und ich habe trotzdem an vielen Stellen mehrere Cut-Gänge, also Schleifpolitur gefahren, um dann danach nochmal mit einem Hochglanzgang das Endergebnis zu erzeugen. Und auch hier sind jetzt natürlich 1, 2 Kratzer drinne geblieben, die einfach zu tief waren, um sie in der Zeit zu entfernen. Wie lange habe ich jetzt insgesamt zum Polieren gebraucht? Das ist die Frage. Es ist das Schöne, ich schreibe mal das auf, also auch alle Zeiten, die ich gebraucht habe, und dementsprechend weiß ich habe bei dem Auto hier bei veranschlagten 10 Stunden für diese Politur 11 gebraucht. Woran lag es, dass ich jetzt länger gebraucht habe, alleine für den Polierschritt? Das ist auch relativ einfach erklärt. Wie gesagt, wir haben hier diesen super harten Lack. Habt ihr einen einfacher aufzubereitenden Lack, dann schafft ihr das in kürzerer Zeit, weil ihr ja zum Beispiel keine 2 Schritte fahren müsst, um überhaupt Kratzer zu entfernen. Und das ist der wichtige Punkt hier an der Stelle. Ich versuche jedem Kunden einen Mehrwert zu bieten mit dieser Politur. Und den Mehrwert habt ihr tatsächlich nachhaltig nicht, wenn ihr nur mit der vorhin gezeigten milden Politur mit Versiegelungseffekt drüber geht, oder wenn ihr nur einen Wachs drauf tut. Das ist
Das ist zwar auch eine Nachhaltigkeit, klar, aber das Auto sieht nach gewisser Zeit genauso aus wie vorher. Und wenn ihr eine Politur bucht, hier bei mir, dann soll die auch wirklich was bringen und nicht für, ich sage jetzt mal, 200 € das Auto mal wieder glänzen, aber dann in 3-4 Wischen sieht es dann aus wie vorher. Und das wäre nicht gut. So, also das wäre nicht nachhaltig und das würde euch keinen Mehrwert bringen. Das möchte ich nicht, deswegen biete ich hier kein reines Hochglanzprogramm an. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das wünschen würdet. So ein reines Hochglanzprogramm, wo keine Defekte wirklich korrigiert werden, sondern wirklich bloß drüber poliert wird. Einfach auch aus monetären Gründen. Also dass man einfach sagt, hier, ich hätte gern so ein Programm für 250 €, wo einfach nur außen wieder glänzt. Aber mir ist egal, ob dann die Kratzer noch drin sind oder nicht. Ich habe für mich entschieden, dass ich das hier nicht mache, aus eben gesagten Gründen. Und dementsprechend kommen die Preise so zustande, wie sie zustande kommen. Und zwar mit 1-2 Stunden Vorarbeit, dann nochmal 10 Stunden polieren für so einen, ich sage jetzt mal, normalen Mittelklasse-Kombi und schwierigen Lack, wohlgemerkt dazu gesagt. Und dann nochmal circa eine Stunde. Was passiert da nochmal? Da kommt tatsächlich ein Wachs drauf. Denn ich gehe hier jetzt natürlich nicht mit dieser Politur drüber, die den Versiegelungseffekt drin hat, sondern wenn ich schon poliert habe, ist der Lack perfekt vorbereitet, um eine Versiegelung aufzutragen. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier bei dem Programm das ideal wäre für eine Keramik, der hat ja auch keine Keramik bekommen, sondern das ist hier ideal, um zum Beispiel einen Wachs oder auch eine Nano-Versiegelung wäre möglich. Kleiner Hinweis dazu, biete ich gar nicht mehr an. Habe ich mal am Anfang, biete ich aber gar nicht mehr an. Ihr könnt ein hochwertiges Wachs hier aufgetragen bekommen. Ich nehme hier bei mir tatsächlich Hybridwachse, das heißt, das ist so ein Zwischending zwischen natürlichen und synthetischen Wachsen. Auch wieder ein guter Kompromiss in Sachen Standzeit und ja, Abperlverhalten, nenne ich einfach mal. Und bietet euch tatsächlich ein paar Monate diesen schönen Effekt und da habt ihr dann auch wirklich eine Weile was von. Genau. Und von der Defektkorrektur habt ihr natürlich sehr, sehr lange wieder was von, denn wo keine Kratzer sind, müsst ihr erstmal wieder welche erschaffen, sozusagen. Wenn man sich jetzt einfach mal die ganzen Sachen vor Augen führt, die notwendig sind, um ein Auto vernünftig zu polieren und jetzt einfach nur mal Verbrauchs- und Gebrauchsmaterialien sich anguckt, dann merkt man schnell, das ist gar nicht so wenig. Und wir sprechen hier wirklich über einen normalen Polieraufwand. Es gibt natürlich immer noch mehr, man kann immer noch mehr machen, man kann auch immer noch weniger machen. Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich spreche von dem, was ich mache und kann nur das vergleichen bzw. darstellen. Jeder andere macht es sicherlich ein bisschen unterschiedlich und es gibt viele Wege, die nach Rom führen, wie man so schön sagt. Aber wie gesagt, es ist wirklich nicht so wenig, wie man denkt. Und alleine der Materialaufwand ist da schon, ich würde es jetzt mal ganz grob über den Daumen peilen, irgendwo zwischen 50 bis 100 € je nach Aufwand. Denn auch solche Pads, das ist jetzt hier mal ein neues, klar, die halten eine ganze Weile, die kann man nicht nur einmal nehmen, die werden dann immer wieder gewaschen und getrocknet und dann kann man die wiederverwenden, aber die halten natürlich auch nicht ewig. Die sehen dann irgendwann ziemlich zerledert aus, wie man zum Beispiel an diesem hier sieht. Die leiden halt irgendwann, das ist einfach ganz normal. Es sind Verbrauchsmittel und Gebrauchsmittel, natürlich so eine Poliermaschine, die hält schon sehr, sehr lange, aber bei einer dauerhaften Nutzung kann man schon sagen, bei den meisten Maschinen muss man einmal im Jahr irgendwas machen, sei es mit Kohlebürsten tauschen oder sonst was. Und ja, ich sag mal, nach 5 Jahren oder so gibt so eine Maschine auch schon mal einen Geist auf. Das kann schon mal durchaus passieren. Dann muss man sich eine neue Maschine kaufen. Das muss man halt mit einrechnen, das ist klar. Und kann man halt nicht völlig außer Acht lassen. Genauso wie man Miete, Strom und solche Geschichten natürlich auch nicht völlig außer Acht lassen kann. Und dementsprechend kommt hier auch ein gewisser Preis zustande. Ja, abschließend, was ist noch zu sagen? Was kostet denn eine gute Politur, beziehungsweise was sollte eine gute Politur denn wirklich kosten? Also Politur im Sinne von Defektkorrektur.
Dafür gibt es natürlich kein allgemeines Rezept bzw. keine allgemeine Antwort. Ihr müsst immer schauen, erstens, was wollt ihr? Vielleicht wollt ihr ja gar nicht eine Defektkorrektur, sondern ihr wollt einfach nur, dass das Auto mal wieder glänzt. Aber wenn ihr eine Defektkorrektur wollt, dann beherzigt, dass es einen gewissen Aufwand gibt, den man auf jeden Fall reinstecken muss. Polierarbeit und auch Defektkorrektur hängt auch immer mit Zeit zusammen. Man braucht die Zeit, ihr habt es gehört, ich habe alleine an dem Auto 11 Stunden nur poliert, um die Kratzer rauszubekommen und dann wieder den Hochglanz hochzubringen. Und ihr werdet verschiedene Grundvoraussetzungen finden. Ich bin zum Beispiel hier ein bisschen stadtauswärts, also nicht direkt in der Hauptstadt, sondern ich bin ein bisschen auswärts, habe hier eine relativ günstige Miete, muss das also nicht gigantisch mit reinrechnen. Jemand anderes, der vielleicht in Köln oder Berlin eine Aufbereitung hat und muss da das 3-, 4-fache an Miete zahlen, der muss natürlich ganz anders rechnen. Und dementsprechend wird das bei so jemandem per se auch etwas teurer sein. Jeder bedarf dann, also nicht nur die Politur, sondern auch eine Innenreinigung oder ein Full Detailing, sage ich jetzt mal. Ich sag mal, wenn ich es wirklich über den Daumen brechen sollte, dann würde ich sagen, unter 300 € bekommt ihr keine Defektkorrektur. Da bekommt ihr eine Politur, eine Hochglanzpolitur, sodass euer Auto wieder glänzt, aber da werden in vielen Fällen nicht wirklich die Kratzer dann weg sein, sondern es wird dann nach ein paar Mal waschen, wird das Auto aussehen wie vorher. Und das ist an der Stelle auch tatsächlich okay, denn das ist preislich gar nicht machbar. Eine normale Arbeitsstunde in Deutschland, Handwerker, Durchschnittspreis, sind wir schon lange über 60 € und ich glaube, die durchschnittliche Arbeitsstunde im Autohaus sind aktuell 140 € Durchschnitt, wohlgemerkt. Einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was das dann runtergebrochen wäre in Arbeitszeit. Selbst wenn wir hier von einer Handwerkerstunde von 60 € ausgehen, hätte man bei 300 € nur 5 Stunden Zeit für alles, also inklusive Qualitätsmanagement, hinterher nochmal kontrollieren und nochmal ein bisschen polieren und wie auch immer. Ich habe jetzt hier für das Auto insgesamt mit allem anderen 17 Stunden gebraucht und das bezahlt der Kunde dann auch. Bezahlt nicht mehr, bezahlt nicht weniger, vielleicht ein bisschen weniger, weil ich wieder irgendwo eine Stunde vertrödelt habe, aber das ist ja mein Ding. Aber wenn ihr wirklich eine vernünftige Defektkorrektur haben wollt, wo wirklich auch Kratzer, auch tiefere Kratzer wirklich verschwinden, dann rechnet mit mindestens 500 bis 1000 €. Das ist, denke ich mal, ein ganz guter Ansatz. Wenn euch jemand verspricht, für 100 € euer Auto zu polieren, dann sieht es wahrscheinlich hinterher so aus. In dem Sinne, wir sehen uns kommenden Sonntag beim nächsten Video. Falls euch das hier gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.